Der 8. Spieltag beginnt heute mit Mainz gegen Gladbach. Die Mainzer zu Hause gegen Leipzig verloren. Hatte ich ja eigentlich umgekehrt getippt, weil ich gedacht habe, ach komm, die Mainzer, die haben die letzten Jahre immer mal zu Hause gegen Leipzig gewonnen. Ja, Pustekuchen war wohl leider nichts. Und Gladbach zu Hause hat auch ganz knapp wieder nur, aber immerhin gewonnen. Gegen Heidenheim, ja, Tim Kleindienst, habe ich ja so ein bisschen predicted, dass der die Lebensversicherung momentan ist. Der Gladbacher hat da 2 Tore gemacht, glaube ich, oder hat er 3? Ne, 2 Tore. Ich glaube, Itakura hat noch 1 gemacht. Von daher sind die Gladbacher ein bisschen besser drauf. Die Mainzer sind aber vom Kader her vielleicht ein bisschen stärker, stabiler aufgestellt. Gladbach aber, für die kann das ja auch ein Push sein. Die haben schon lange nicht mehr 2 Siege in Folge gehabt. Und ich glaube, das wird ein Unentschieden. Ich würde halt mal ein Unentschieden machen, und zwar ein 1:1. So einfach aus dem Bauch raus. So manchmal muss man einfach aus dem Bauch raus mal tippen. Und von daher Mainz gegen Gladbach für mich 1:1. Am Samstag geht es weiter mit Leipzig gegen Freiburg. So eine Art Topspiel, Spitzenspiel. Weiß ich nicht, auf jeden Fall 2 Mannschaften, die momentan richtig gut drauf sind. Leipzig in Mainz, haben wir gerade drüber gesprochen, gewonnen. Hätten auch noch höher führen müssen. Alleine Šeško ist zweimal alleine auf den Keeper zugelaufen. Einmal hätte er querspielen müssen auf Xavi Simons. Das andere Mal, den muss er einfach machen. Ganz klare Sache, dann geht das Ding 3:0 aus. Freiburg auf der anderen Seite setzt den Höhenflug fort. Ist überraschenderweise Zweiter oder Dritter sind sie, glaube ich. Ich glaube Zweiter sogar. Wie auch immer, scheinen guten Fußball zu spielen, haben gegen Augsburg zu Hause gewonnen. Setzen also auch da ihren Höhenflug fort. Ich glaube, dass die Freiburger den Leipziger ganz schöne Probleme machen können. Ist halt jetzt die Frage, ob ich da ein bisschen ins Risiko gehe, ob ich die Freiburger auf Sieg tippe, ob ich das auch als Unentschieden tippe. Oder Leipzig als Sieg und dann stehen sie weiterhin oben, was ich natürlich nicht möchte, aber was sich, glaube ich, nicht verhindern lässt. Ich würde mit den Freiburgern mitgehen. Komm, ich mache mal ein bisschen riskanteren Tipp, obwohl ich da wahrscheinlich auf die Fresse fallen werde. Machen wir mal hier ein knappes 2:1 für Freiburg und schauen wir mal, ob sie in Leipzig was holen können. Augsburg gegen Dortmund ist das nächste Spiel. Die Augsburger in Freiburg verloren, die kommen auch noch nicht so richtig in Tritt in dieser Saison, brauchen so ein bisschen. Und die Dortmunder, das ist auch eine ganz große Wundertüte. Haben gegen St. Pauli auch gerade so 2:1 gewonnen, haben dann in Madrid eigentlich 2:0 gewonnen, wo du wieder gedacht hast, Mensch, jetzt zeigen sie wieder ihr Champions-League-Gesicht, in der Liga verlieren sie dann wieder nach Augsburg und dann lassen sie sich noch 5 Dinger einschenken, weil Nuri Sahin, glaube ich, die beiden Flügelflitzer Malen und Bino Gittens dann irgendwann rausgenommen hat, auf 5er-Kette umgestellt hat. Ich glaube, das sagt man so in Neudeutsch vercoacht. Glaube ich, weil da hättest du definitiv nicht verlieren brauchen, auch gar nicht 5:2, aber wenn du halt Vinicius Junior als Gegner hast, ja, Emre Can kann da ein Lied von singen, da kannst du einfach nichts machen. Also jetzt wieder Bundesliga-Alltag und Dortmund in Augsburg, das sind halt so Spiele, die Dortmund eigentlich traditionellerweise verliert. Oder bei Union haben sie ja verloren, in Augsburg haben sie auch eigentlich nie gut ausgesehen die letzten Jahre, aber vielleicht ausgerechnet jetzt ein Sieg in Augsburg, machen wir, komm, obwohl ich es eigentlich andersrum vermuten würde. Wir machen mal ein torreiches Spiel. Komm, 3:2. Beide Abwehrreihen nicht so ganz stabil. Dortmunder vielleicht ein Tor besser. Und von daher gewinnen sie dann 3:2. Stuttgart gegen die bislang noch sieglosen Holstein-Kieler. Die haben es auch gegen Union leider nicht geschafft. Stuttgart in München auch wieder unter die Räder gekommen. 4:0. Habe ich auch gedacht, dass die Stuttgarter dann ein bisschen besser mithalten. Aber am Ende war es auch verdient. Wie gesagt, die Bayern absolut stabil gespielt, absolut stark und von daher absolut verdienter Sieg. Unter der Woche bei Juventus auch richtig gut gespielt, 1:0 gewonnen. Ich glaube auch in der letzten Minute oder kurz vor Schluss. Und Kiel halt zu Hause gegen Union verloren, 2:0. Wann kommt der erste Bundesliga-Sieg? Ausgerechnet jetzt, das wäre so ganz typisch wieder für den Fußball. Wenn sie ausgerechnet dann in Stuttgart, wo man ja auch nicht mit rechnen würde, dass die da überhaupt was holen. Aber dann werden sie wahrscheinlich ausgerechnet da gewinnen. Aber ich glaube, die Stuttgarter, die gewinnen das. Die sind zu Hause, die sind heimstark, die haben auch einen besseren Kader als die Kieler und die werden das mit, ich glaube, 3:0. Es tut mir, wie gesagt, leid an jeden Fan von Holstein Kiel. Ich wünsche mir so sehr, dass sie irgendwann auch mal einen Sieg holen, dass das auch mal vom Tisch ist. Aber ich glaube, der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Vielleicht ist es auch in Stuttgart soweit. Man weiß es nicht. St. Pauli gegen Wolfsburg, ein schönes Nordduell. St. Pauli hat in Dortmund ganz knapp verloren, 2:1. Waren da auch kurz vor einem Punktgewinn. Waren da auch nicht so ganz chancenlos, was ich auch nicht gedacht hätte. Also ich habe eigentlich gedacht, dass Dortmund das auch zu Hause souverän macht gegen St. Pauli. Aber ist halt Dortmund. Und St. Pauli hat da auch gut mitgespielt. Von daher eine knappe Niederlage. Wolfsburg auf der anderen Seite hat mit einem Mann weniger, obwohl sie, glaube ich, auch geführt haben. Oder haben sie ausgeglichen zwischenzeitlich? Ich glaube, ausgeglichen haben sie zwischenzeitlich. Wolfsburg hat geführt und Bremen hat dann den Ausgleich gemacht, hat dann das Spiel komplett gedreht. Gegen Bremen 4:2 verloren, mit einem Mann weniger dann. Wie gesagt, Patrick Wimmer hat jetzt 2 Spiele Sperre bekommen. Wolfsburg, die stehen auch noch nicht da, wo sie eigentlich stehen wollen. Stehen müssten eventuell mit dem Kader und St. Pauli
kann da, glaube ich, ein bisschen, ja, nicht beruhigter ins Spiel reingehen, aber sind halt nicht der Favorit, würde ich einfach mal sagen. Deswegen würde ich hier einfach mal einen Heimsieg machen für St. Pauli. Ein knappes Ding, 2:1. Ich glaube aber, dass Wolfsburg das macht. Das sind so dann ganz typische Wolfsburg-Spiele, dass sie dann so 2-0, 3-0 gewinnen, wie in Bochum. Habe ich auch gedacht, dass Bochum das irgendwie macht. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das so ähnlich läuft. St. Pauli versucht viel. Wolfsburg schlägt dann am Ende 2-3 Mal eiskalt zu. Aber vielleicht gibt es auch eine Überraschung. Mal gucken. Das Topspiel Bremen gegen Leverkusen. Die Bremer in Wolfsburg auch richtig stark gespielt. Haben sich dann auch in der Höhe, glaube ich, das 4:2 verdient. Die könnten das zu Hause gegen Leverkusen fortführen. Die wiederum auf der anderen Seite zu Hause gegen Frankfurt gewonnen haben. Sage ich gleich nochmal ein bisschen was genauer zu. Spielerisch gegen die Eintracht auf jeden Fall, ja, überlegen. Und von daher geht der Sieg auch in Ordnung. Wie er dann so zustande gekommen ist, ist dann wieder ein Zusammenspiel von vielen unglücklichen Situationen, Verkettungen. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, X-Faktor, das Unfassbare. Es gibt einfach Sachen, die können wir uns nicht erklären. Und von daher vermute ich, dass Leverkusen das in Bremen macht. Ich würde es den Bremern gönnen, dass sie auch so eine kleine Siegesserie starten. Aber ich habe so im Gefühl, dass die Leverkusener das machen werden. Auch ganz knapp. Ihr seht, meine Ergebnisse, die sind nie deutlich, außer jetzt Stuttgart gegen Kiel. Aber hier, weil ich denke auch, dass Bremen zu Hause mit dem Sieg im Rücken, dass sie diesen Schwung mitnehmen und dann Samstagabend Flutlichtspiel, das ist ja was ganz Besonderes, was Geiles. Und von daher habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Bremer da mithalten werden. Auf jeden Fall. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Vermute ich. Aber am Ende gewinnt Leverkusen dann knapp mit 2:1. Am Sonntag dann wieder 3 Spiele, aufgrund von vielen internationalen Spielen die Woche. Bochum gegen Bayern ist ja das Duell der Fanfreundschaften. Aber auch da, für die Bochumer, Nummer 1, Trainer ist entlassen. Kriege ich leider keine Bonuspunkte. Viele haben, glaube ich, Bochum auch getippt als erste Trainer entlassen. Wir können ja gleich mal spaßeshalber gucken bei den Bonustipps, was ihr so getippt habt. Wer der erste Trainer wird, der entlassen wird. Die Bochumer haben jetzt natürlich ein ganz, ganz leichtes Programm. Spielen jetzt gegen Bayern, gegen Leverkusen, gegen Frankfurt und gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, ob in der Reihenfolge, aber auf jeden Fall gegen diese 4 Gegner. Viel Spaß dem neuen Trainer und viel Glück auf jeden Fall. Ihr werdet es brauchen. Und zu Hause gegen Bayern, das ist auch wieder so ein typisches Spiel. Da erwartet man, dass die Bayern 4-5-0 gewinnen, was sie eigentlich auch müssten. Dann auf der anderen Seite wiederum neuer Trainer, Interimstrainer. Bochumer spielen ein bisschen befreiter auf. Sollte da ausgerechnet der Sieg gelingen, wäre das wieder auch so eine typische Geschichte, die nur der Fußball schreiben würde. Ich tippe mal ein deutliches Ergebnis für die Bayern, weil im Normalfall, ich mache mal ein 4:1, auch die Bayern, die sind nicht so ganz stabil immer in der Verteidigung, von daher mal ein Tor für die Bochumer. Aber die Bayern, die müssten eigentlich, so wie die momentan drauf sind mit ihrem Pressing-Fußball, die gehen vorne aggressiv drauf, haben viele Chancen, nutzen sie dann auch. Harry Kane hat 3-fach getroffen. Jetzt unter der Woche spielen sie gegen Barcelona, just um die Zeit, wo ich gerade aufnehme, 20:57 Uhr, also 3 Minuten noch bis zum Anstoß. Ich weiß es nicht, aber ich tippe mal die Bayern auf einen deutlichen und sehr souveränen 4:1 Sieg. Spiel um 17:30 Uhr ist dann Union gegen Frankfurt. Union ist auch momentan wieder gut drauf, haben in Kiel 2:0 gewonnen. Bei Holstein Kiel stehen oben mit dabei mit Bo Svensson. Ob sie jetzt immer noch diesen typischen Union-Fußball sehen, so hinten reinstellen, Fünferkette und mit Ach und Krach nach einer Standardsituation gewinnen oder mit Glück irgendwie 1:0 oder 2:1, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, dazu habe ich zu wenig Unionsspiele gesehen. Ich werde es ja dann um 5:30 sehen, wie sie spielen gegen die Eintracht, die auf der anderen Seite in Leverkusen mit das beste Auswärtsspiel gemacht hat, seit 10 Jahren. Sonst haben wir ja da immer nur auf die Fresse bekommen, 6 Gegentore, 5 Gegentore, regelmäßig Reisen bekommen. Hat sich eigentlich nie gelohnt, dahin zu fahren. Und das war, wie gesagt, das beste Auswärtsspiel seit langem. Die Eintracht wirkt wieder sehr stabil, sehr gefestigt, spielt gut mit. Ja, also fängt auch wieder richtig gut an. Geht dann durch einen Elfmeter in Führung. Vorher der Elfmeter für Leverkusen musste meiner Meinung nach nicht geben. Aber da wurde ja auch genug drüber dann noch am Samstag und auch am Sonntag unter anderem im Doppelpass diskutiert. Mit Schiedsrichter-Chef Knut Kircher und hast du nicht gesehen, Felix Brüch hatte auf Deutsch gesagt nicht so seinen besten Tag. Dann das Foul an Mamouche. Sieht zwar blöd aus, weil er erst spät fällt, aber Berührung ist da. Von daher, wenn du den für Leverkusen gibst, musst du den auch geben. So hat das Felix Brüch wahrscheinlich Robert Andrich gesagt, hat er dann im Interview gesagt. Dann spielt die Eintracht eigentlich gut mit, hat nicht mehr so viele Chancen in Halbzeit 2 und dann das 2:1. Ja, Fehler von Trapp. Da darf er nie mit dem Fuß hingehen, das weiß er aber auch selber. Ist halt schade, weil dadurch wieder wichtige Punkte verloren gegangen sind. Und dann kam natürlich die Szene in allerletzter Sekunde, Minute, das Foul von Jonathan Tah an Hugo Ekitike. Ich glaube, 99% der Fußballfans, auch der neutralen Fans, haben das als Elfmeter gesehen. Die Leverkusen-Fans natürlich nicht. Wobei man ganz klar und deutlich sieht, dass Jonathan Tah Hugo Ekitike in der Luft wegstößt und er dann quer in der Luft liegt.
Und wenn man normal zum Kopfball hochspringt, liegt man nicht quer in der Luft. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Er fällt ja auch nach hinten. Also wenn du normal zum Kopfball hochspringst, dann kommst du mit beiden Füßen wieder auf. Und machst nicht die Rücklage. Also... Und dass sich schon Xabi Alonso und Robert Andrich hinterher hinstellen und das ganz anders sehen und sagen, da war überhaupt nichts, das finde ich dann ein bisschen lächerlich. Also Fußballer haben ja auch so eine Art Vorbildfunktion und wir wollen ja immer auch Leute, die auch mal einen Fehler zugeben. Fehler machen alle. Schiedsrichter machen Fehler, Spieler machen Fehler, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber sich dann hinterher hinzustellen und so zu tun, als wäre das überhaupt nichts, finde ich ein bisschen schade. Hat auch nichts mit Professionalität irgendwie zu tun. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Man hätte sich auch hinstellen können und sagen, oh ja, da hatten wir Glück und Mensch, das war ein Fehler. Felix Brüch hat sich bis heute nicht dazu geäußert. Knut Kircher hat irgendwas von Ermessungsspielraum gelabert. Also irgendwie, ja, also das war so deutlich. Das hat jeder gesehen, außer die Leverkusen-Fans, die sich das jetzt irgendwie wieder schönreden wollen. Naja, ist so wie es ist. Wir kriegen keine Punkte, haben aber gut gespielt und ich hoffe, dass wir das bei Union Berlin fortsetzen, nachdem wir hoffentlich gegen Riga in der Euroleague gewonnen haben. Mal gucken. Wie so spielen sollte eigentlich eine klare Sache sein, eigentlich. Und bei Union, das ist auch ein sehr, sehr unangenehmes Auswärtsspiel. Also da haben wir letzte Saison, glaube ich, gewonnen 3-1 oder 3-0. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal auch wieder gewinnen. Ich mache ein knappes Ergebnis, 2-1. Eintracht ist, wie gesagt, richtig gut drauf. Die hat eine gefestigte Truppe. Defensive steht vorne, Mamouche und Ekitike. Die funktionieren ganz gut. Jetzt kommt es halt darauf an, ob sie das konstant über einen größeren Zeitraum auch hinbekommen. Ich hoffe, deswegen 2-1 für die Eintracht. Und das Abschlussspiel, 19:30 Uhr, Heidenheim gegen Hoffenheim. Ohne jetzt irgendwie respektlos gegen irgendjemanden von Heidenheim und Hoffenheim zu sein. Aber das sind so ganz typische Bundesligaspiele in der heutigen Zeit. Heidenheim, Hoffenheim, Sonntag 19:30 Uhr. Wer schaut das? Also wie gesagt, außer Heidenheim-Fans und Hoffenheim-Fans ist das jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was für den neutralen Zuschauer interessant wäre. Deswegen, die Attraktivität der Bundesliga, die sinkt auch immer. Jahr für Jahr. Zweite Liga ist schon seit Jahren interessanter, was da für Vereine sich alleine rumtummeln. Ist einfach so. Wie gesagt, ohne respektlos gegenüber diesen beiden Vereinen, die können dafür nichts zu sprechen, aber es ist einfach so. Ich spreche aus neutraler Sicht, ich bin weder für Heidenheim noch für Hoffenheim. In dem Fall wäre ich für Heidenheim, wenn ich mich für einen Verein entscheiden müsste, würde auch für Heidenheim einen Sieg tippen. Die müssen auch mal wieder in die Erfolgsspur kommen, je nachdem wie beide aus dem Europapokal rauskommen. Würde ich auch ein knappes 2:1 machen. Und ja, so sieht's aus. Ich speichere die Tipps, wir gucken uns die Bonustipps mal an, was ihr bei Bochum getippt habt oder welcher Trainer zuerst entlassen wird und dann schauen wir auf die Gesamtübersicht. So, wir gucken mal. Also bei Trainer VfL Bochum, der Cem hat zum Beispiel SGE angegeben, dass Dino Topmüller zuerst entlassen wird. Andrea war richtig, SGE. Sascha hat auf Bochum getippt, BVB 09, FCB Timster. Ansonsten haben wir ganz oft Gladbach, Hoffenheim ist auch ganz oft mit dabei, Frankfurt ist auch ganz oft mit dabei, Union, Frankfurt, Hoffenheim, Gladbach, also Bremen sehe ich jetzt auch, VfB Stuttgart ist zum Beispiel dabei. Also es gibt Vereinzelte, die haben Bochum getippt, aber auch ganz viele Hoffenheim, die Eintracht. Hätte ich vielleicht auch genommen am Anfang, weiß ich nicht, aber ja, es waren auf jeden Fall ein paar mit dabei. Schalten wir im gleichen Atemzug mal um und gucken, dass weiterhin der Cem auf der 1 ist, SGE, Tobi, Andrea. Ich weiß jetzt nicht, neue Drittplatzierte, Ras, SGE, Sascha. Ich scroll mal wieder nach unten, dann seht ihr euch selber. Ja, wie gesagt, zum VAR, da kann man auch 3-4 Videos zusätzlich machen. Es war halt unglücklich. Ich weiß nicht, ob die Leverkusener Fans das genauso bewertet hätten oder beziehungsweise die Eintracht-Fans. Wir hätten dann wahrscheinlich auch gesagt, naja, ist ja normaler Zweikampf, aber ist halt so. Ich meine, mal entscheiden sie es so, am anderen Spieltag dann wieder so. Also der VAR hat auch keine klare Linie. Beim Handspiel gibt es keine klare Linie. Da ist dann auch wieder Ermessungsspielraum. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Der Ermessungsspielraum wird das Negativwort des Jahres wahrscheinlich in der Bundesliga. Ja, ich meine, was will man machen? Da geht es um viel. Klar will jeder seinen eigenen Arsch so ein bisschen retten und will sich vor seine Leute stellen. Aber wie gesagt, so ein bisschen Ehrlichkeit. Auch nicht jedes Interview wieder Copy-Paste, wenn du wieder sagst, ach ja, für mich war das ein normaler Zweikampf und wie gesagt, es hat jeder gesehen. Es sind 10.000 Kameras in den Stadien. Wir haben zigtausend Wiederholungen, die wir uns angucken können. Wir haben den VAR und dann nutzen wir ihn nicht. Also, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Und ich gucke mal, was dieser Spieltag bringt. Über was wir uns nächste Woche wieder beschweren, welche Entscheidungen falsch waren. Naja, ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns bei den nächsten Tipps zu Spieltag 9. Macht's gut!